Dies ist deine Erdung. Wer öfter bei mir reinschaut, wird feststellen, dass mein Lieblingsthema Jesus Christus ist. Schon mein ganzes Leben. Wenn man sich sehr intensiv und auch emotional damit beschäftigt, kann es geschehen, dass man spirituell etwas abdriftet. Aus diesem Grund versuche ich mal eine Erdung zu vollbringen. Es ist noch keine Notlandung, aber eine Orientierung. Stelle dir mal vor, du gehst so deines Weges in deinem Leben. Oft bist du in das Thema Jesus involviert. Eines Tages fragt dich jemand, kannst du die Bibel in einem Wort erklären? Du wunderst dich über die spontane Frage und deren Klarheit. Nach kurzer Überlegung antwortest du Nächstenliebe. Du antwortest nicht mit Bibel, Gott, Jesus Christus, Himmel oder mit einem anderen Begriff, sondern du sagst Nächstenliebe. Der Fragesteller ist jemand, den du nicht näher kennst, aber er weiß von dir, dass du auf Wohnungssuche bist. Nachdem du mit Nächstenliebe geantwortet hast, fährt er mit dir etwa 20 Kilometer weit in ein kleines Dorf direkt auf ein altes Häuschen zu. Das ist dein Haus, sagt er, und du bist baff. Irgendwie ist das Ganze wie in einem Traum. Ihr besichtigt das Haus. Es ist voller alter Möbel und Sperrmüll. Außerdem befinden sich eine Menge Christuskreuze darin. An einer Wand hängt das Titelbild von diesem Video. Weil du dich darin erkennst, gehst du direkt darauf zu und bist verblüfft. Träumst du? Es kommt doch nicht jemand in dein Leben, der dich fragt, ob du die Bibel in einem Wort erklären kannst. Dieses umfangreiche und bedeutungsvolle Buch. Du sagst Nächstenliebe und landest bei Jesus. Das ist ja wie aus dem Kino, ein Abenteuerfilm. So ist es mir geschehen. Seit 1974 sind mir immer wieder Menschen begegnet, die behaupten, dass ich Jesus bin. Ich habe immer abgewehrt und geantwortet, ich wäre nicht würdig genug dafür. Und plötzlich lande ich in einem Haus voller Christuskreuze mit der Hausnummer 1 und einem großen Christuskreuz nebenan. Was soll man da denken? Geht das alles noch mit rechten Dingen zu? Du fühlst, du wurdest erwartet. Man hat seine Hoffnung auf dich gesetzt, aber jetzt sollst du beweisen, dass diese Hoffnung berechtigt ist und du der Christus bist oder zumindest ein Wegführer. Das alles, weil du Nächstenliebe gesagt hast, das zweithöchste Gebot nach der Gottesliebe. Dies alles entspricht der Wahrheit. Sollte ich für manchen geistig abgedreht gewesen sein, kann er jetzt einmal mitfühlen, wie ich eine Erdung versuche für den Betrachter.